Hallo, seid gegrüßt, hier ist wieder Bernd von Saxbrick. Wie geht's euch? Ich mache heute ein kurzes Video nochmal zu As-Dur. Ich habe das in einem anderen Video schon gezeigt, aber auf dem Altsaxophon, und heute machen wir das fürs Tenorsaxophon. As-Dur ist ja eine Tonart, die kommt nicht so häufig vor, deshalb kann die auch fast keiner spielen, wenn sie dann mal vorkommt. Und beim Tenor liegt es auch daran, dass, weil wir nach B transponieren, dass es eine klingende Tonart, also für uns As-Dur ist eine klingende Tonart, die ist Fis oder Ges-Dur. Und es gibt nicht so viele Stücke in Ges. Also es gibt schon, im Pop-Bereich gibt es das schon öfter mal, aber ist eher eine Ausnahmetonart. Ne? Keiner will in Fis-Dur spielen, das macht keinen Spaß. Leute spielen lieber in F oder in G-Dur oder so. Ne? Wir machen das heute mit dem Tenor. Ich zeige euch die Griffe und ihr könnt es vielleicht mit mir mitspielen direkt, könnt die Griffe lernen und könnt dann auch ohne Noten direkt As-Dur für euch ein bisschen in die Finger rein üben und dann ist es nicht mehr so überraschend, wenn dann mal irgendwann bei einer Probe ein Stück in As-Dur kommt. Vielleicht ist so eine Idee. Ich selbst habe eine Zeit lang wirklich immer alle Tonleitern gelernt, alle Tonarten quasi im Quintenzirkel immer rund geübt. Einfach auch so ein bisschen als wie so eine meditative Übung. Ne? Man nimmt sich dann vor, okay, heute übe ich mal alle Tonleitern, alle Dur-Tonleitern und gehe einfach mal, fange mit C an und dann gehe ich nach F und dann gehe ich durch den Quintenzirkel durch, bis ich am Schluss wieder bei C rauskomme. Ne? Dann habe ich die alle mal geübt. Und der Sinn von so einer Übung ist es eben, dass ihr das in die Finger rein übt, dass ihr nicht mehr drüber nachdenken müsst, sondern dass, wenn eine Tonart kommt, vielleicht S-Dur, dass ihr einfach so, zack, euren S-Dur-Schalter umlegt im Kopf und die Finger wissen schon, was sie machen müssen. Das passiert einfach. Ihr müsst da keine Noten holen extra oder müsst nicht groß drüber nachdenken, wie viele Vorzeichen waren denn da und welche Vorzeichen waren es denn. Es passiert einfach. Ne? Ihr fangt an zu spielen, zack, und die Finger machen schon alles, was ihr braucht. So, das ist eigentlich das Ziel von Tonleitern. Ne? Okay, wir fangen an. Ich sage euch immer zu diesen Tönen mit den B-Vorzeichen, sage ich euch auch immer genau das Pendant mit dem Kreuz, weil das für viele besser nachvollziehbar ist. Die meisten, wenn sie lernen in einem Lehrbuch und da kommen die ersten Vorzeichen, dann lernen die erstmal alles mit Kreuzen, die Töne mit Kreuzen. Die B-Vorzeichen, die kommen später oft. Ne? Die sind auch deswegen so ein bisschen unbeliebt, weil man das eben nicht gleich weiß, was ein Ass ist. Ne? Man kennt eben Gis, kennt man, okay, ja, Gis war das G, der G-Griff mit dem kleinen Finger, klar, logisch. Wenn ich aber sage, spiel mal ein Ass, dann erstmal so, Ass, was war denn Ass? Dann manche spielen A-Is, ne? A mit einem Kreuz, aber nee, wo ist denn Ass? Also man muss quasi immer so ein bisschen falsch rumdenken. Also wenn du hörst Ass, du weißt A mit einem B davor, der Griff kommt aber nicht, der Assgriff kommt nicht vom A, sondern vom G, von dem unten dran, mit einem Kreuz erhöht. Ne? Also es ist ein bisschen unlogisch, in B-Noten zu denken, so, für dieses Instrument. Okay, wir fangen an mit Ass, das ist wie gesagt ein Gis, das ist derselbe Ton, ihr greift ein G mit dem kleinen Finger hier, der Gis-Klappe, das ist der erste Ton. Dann haben wir ein B, den greife ich einfach mit einem Finger. Und zum Beispiel, wenn ich anfange und lege die ganze Hand hier drauf, dann lege ich mir den Finger auch schon zurecht auf das B. Also ich lege den dann nicht aufs Haar und wenn ich den dann brauche, dann rutsche ich runter, so mache ich es nicht. Ich brauche ja mein Haar nicht in der Tonart, also lege ich den gleich zurecht. Und da bleibt er auch. Ne? Also mit Ass fangen wir an, dann kommt das B, zack, dann kommt das C. Diese drei Töne brauchen wir erstmal. Die können wir erstmal üben. Ja, Ass, B, C. Das können wir jetzt immer hoch und runter üben. So eine Dauerschleife. So. Nochmal für euch ganz langsam zum Mitspielen. Ja, Ass, B, C, B, Ass. Okay, jetzt geht es weiter. Der nächste Ton nach dem C ist ein Des. Und ein Des ist, ja, wisst ihr es? Ein Cis. Ja, das heißt, in As-Dur ist das Cis nicht Cis, sondern Des. Also D mit einem B davor. Greift man, indem man gar nichts greift. Ne, ihr blast nur rein. So, ganz easy. Dann als nächsten Ton haben wir ein S.
Und S ist der gleiche Ton wie Dis. Also ein D mit der Dis-Klappe. Das ist auch ein S. Machen wir den mal. Mit Oktavklappe natürlich, wir sind ja oben. Ne? Dann haben wir noch zwei Töne. Wir brauchen noch zwei Töne. Der nächste ist das F. Da müsst ihr hier die drei Finger alle auf einmal aufdecken. Wenn ihr es andersrum spielt, alle gleichzeitig drauf. Ne? Die drei Finger sowie einen Finger benutzen. Könnt ihr auch mal machen. F und S im Wechsel spielen. Ich hoffe, man sieht es, wenn ich spiele. Ist es noch im Bild? Ja, nicht so richtig. Ich lehne mich ein bisschen zurück, dann seht ihr es. Ich bewege hier die drei Finger immer gleichzeitig. So, dann brauchen wir noch ein G, auch easy. Und dann am Schluss wieder der Grundton Ass. Oder Gis, ne? Ass oben. So, jetzt machen wir mal alle Töne. Jetzt fangen wir an mit dem Ass. Ich sage die jetzt immer an, damit ihr schön mitspielen könnt. Also Ass, B, C, Des, alles auf. Das S, der hier. F, G und das Ass. So, machen wir es mal andersrum. Wir fangen oben an. Ass mit Oktavklappe. Dann G. Dann F. Dann S. Das Des. Gar nichts greifen. Das C. Das B. Und wieder das Ass. Okay. Ich denke, ihr wisst jetzt, welche Griffe gemeint sind, wenn ich Ass sage oder S. Ne? Dann müsst ihr nicht mehr umrechnen. Müsst nicht mehr denken, Ass, ne? Was war das, Gis und so. Ne? Merkt euch das. Merkt euch den Griff. Der Griff, das ist ein Ass. Merkt euch das einfach. Ne? Okay, jetzt machen wir es ein bisschen schneller und wir üben jetzt Stücke aus der Tonart. Das mache ich immer so, wenn ich eine schwere Tonart habe und eine schwere Tonleiter, dann übe ich nicht gleich die komplette Tonleiter, sondern ich nehme ein kleines Stück und spiele es erstmal hin und her. Das ist gut für die Finger, ich muss nicht so viel denken und die Finger lernen eben die Bewegung. Das ist eine Motorikübung, ne, für so Feinmotorik. Die Finger, die können ja die Bewegung oft noch nicht. Ne? Also je kleiner die Stücke, desto besser ist es für die Bewegung. So. Ich muss natürlich ein paar Töne nehmen, ne, damit ich dann eben diese Griffkombinationen üben kann. Jetzt fange ich mal an mit 3 Tönen. Also ich spiele jetzt nur die Tonleiter vom Ass angefangen bis zum C. Und das immer hin und her. Das haben wir vorhin schon gemacht. Ich mache es nochmal. Bisschen schneller. Oder ein bisschen viel schneller. Ich gehe mal weiter. Jetzt nehme ich vom C die nächsten 3 Töne. C, Des und ein S. Ja, die 3 Töne übe ich jetzt. Und schneller. Jetzt habe ich unten ein kleines Stück genommen, bin ein Stück höher gegangen, habe da wieder ein kleines Stück genommen von der Tonleiter, habe die geübt. Ne? Jetzt wissen die Finger schon ziemlich genau, wo es hingeht. Und jetzt packe ich das zusammen zu einem großen Stück, zum größeren Stück. Also ich fange jetzt wieder bei Ass an und spiele diesmal wirklich bis S hier hoch, ne? Und immer hin und her. Und so weiter. Und dann fehlt mir noch oben das letzte Stück. Das könnte ich jetzt zum Beispiel üben, indem ich vom S hier oben F, G zum Ass, Oktave höher noch gehe. Ne? Und erst wenn ich dann wirklich mit den Fingern beweglich bin und ich muss nicht mehr denken, ich brauche keine Noten mehr und es läuft einfach, ich bleibe auch nicht hängen bei bestimmten Griffen so, ne, dass ich auf einmal so nicht mehr weiter weiß, Blackout habe, das passiert mir nicht mehr, dann nehme ich die komplette Tonleiter. Dann spiele ich wirklich von Grundton zu Grundton. Ja, und dann habe ich das irgendwann drin.
Ich hoffe, das Video bringt euch was. Ihr könnt damit As-Dur lernen. Gebt mir ruhig einen Kommentar mal unten ab, ob das funktioniert, ob ihr damit lernen könnt. Vielleicht ist es auch noch zu schwer. Vielleicht sagt ihr, hey, As-Dur brauche ich ja eh nie. Muss ich nicht lernen, muss ich nicht wissen. Na? Kommt später. Später, in 3 Jahren oder so. Genau, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video gut fandet. Das hilft mir immer. Und abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt auch das Glöckchen drücken. Das muss man ja immer ansagen. Ist nicht so wichtig, ihr müsst es nicht drücken. Aber wenn ihr es macht, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein Video poste. Wenn ich eins hochlade. Dann kriegt ihr immer eine Nachricht, ach, ein neues Video. Und dann verpasst ihr kein Video. Na? Alles klar. Super, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Üben. Habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, einen entspannten Tag. Übt noch ein bisschen Saxophon am besten. Das ist doch gut, das macht doch Spaß. Und wir sehen uns bestimmt im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Bis bald. Ciao.